Mein Name ist Sigmar Krause vom Gartenprofi im Bestensee. Heute unterhalten wir uns über den dritten Teil, den T200 und den Hunter PGP-04 Ultra und entsprechenden Düsen natürlich dazu. Um es nochmal genau zu erläutern, das sind die Austauschartikel Gardena Hunter oder Hunter Gardena. Links haben wir den Hunter mit den entsprechenden Düsen. Bei Kauf des Hunters-Regners bekommen Sie natürlich eine Vielzahl mehr Regner-Düsen, aber wir vergleichen genau die 4 Düsen, die bei Gardena benutzt werden und die Einstellwerkzeuge und der Haltering, um die Düse auszuwechseln. Rechts haben wir den T200 von der Firma Gardena und die beiden Schraubenzieher. Mehr benötigen Sie nicht, um diese einstellen. Also beide Schraubenzieher zum Einstellen des T200. Also ein leichter Vorteil jetzt für Gardena, weil alle 4 Düsen sind an Bord, die müssen Sie nicht tauschen. Das Werkzeug, handelsübliche Schraubenzieher, hat jeder. Und Hand aufs Herz, das Einstellwerkzeug von Hunter, das suche ich doch öfters mal. Ich habe schon öfters dann nachgekauft, eine ganze Tüte. Ja, die beiden Schraubenzieher finde ich immer. Also leichter Vorteil für Gardena. Als nächstes der direkte Vergleich auf unserer Versuchsstrecke, die 90 Grad Düse und der 200er von Gardena. Sie schauen sich einfach mal das Sprühbild beider an. Der hintere ist wieder der Hunter und vordere ist Gardena. Wir schauen jetzt gleich mal von oben an, also direkt auf die Regner. Wir ändern jetzt an dieser Stelle die Ansicht, also Draufsicht von oben, beide Regner im Sprühbild als Vergleich. Die Wasserdurchflussmenge vom Gardena wurde hier nicht beschränkt, also auf volle Leistung, sowie beim Hunter auf volle Leistung gelassen. Einen gravierenden Unterschied zwischen den beiden gibt es doch. Der Hunter verbraucht ungefähr in einer Stunde 170 Liter bis 180 Liter, wobei der Gardena auf die doppelte Menge kommt. Beide haben einen Anschlusswert von halb Zoll. Ich habe an dieser Stelle nochmal die Position geändert, haben doch beide mit meinem Designerstuhl ein bisschen viel Musik gemacht. Die Wurfweite beider Regner lag so ungefähr bei 8 Meter hier bei diesem Versuchsaufbau. Beim Gardena sehen Sie die beiden Stellringe, Farbe Orange. Mittels dieser stellen Sie den linken und den rechten Anschlag ein. Ja, die Frage, welchen würde ich empfehlen, ist ja an dieser Stelle nicht so einfach zu erklären. Preislich liegen sie beide ungefähr auf demselben Level. Beide können kaputt gehen. Hunter bekommen Sie 12 Düsen dazu und müssen diese entsprechenden auswählen, was natürlich bei Gardena 4 Stück an der Zahl im Kopf mit eingebaut sind. Zu welchem Typ Sie gehören, müssen Sie selber entscheiden. Einfach und sicher oder präziser. Also Gardena einfach und sicher und Hunter präziser. Ja, einen nicht so unwesentlichen Punkt habe ich noch. Wo bekomme ich die Teile her? Gardena kein Problem. Können Sie Samstagabend noch im Baumarkt gehen, mitnehmen, einschrauben. Da kann der Flieger auch am Montag losgehen. Herr Hunter, ja, das müssen Sie wissen. Kennen Sie jemanden, der mir auf die Schnelle mal einen besorgen kann? Ich sage schon mal Tschüss an dieser Stelle. Vielleicht sieht man sich ja mal im Garten. Bestensee. Ich nehme mir mal heute ein ganz heikles Thema vor. Wir vergleichen heute im ersten Teil den Gardena S80 mit den Hunter ProSpray PRS40 CV und den 4 entsprechenden Düsen dazu. Ja, wir vergleichen die einfach mal. Mal sehen,
wer, wann, wo was besser kann. Ja, hier haben wir das Sprühgehäuse von Hunter und die entsprechenden 4 Düsen, die vergleichbar zu Gardena sind. 10A, 12A, 15A, 17A. Entsprechend welchen Radius Sie benutzen möchten, also zwischen 3 und 5,2 Meter, wechseln Sie die entsprechende Düse ein. Das ist relativ einfach. Verschraubung rausziehen, Schutzkappe grau, dort einfach abdrehen und die entsprechende Düse aufschrauben. Das Ganze können Sie natürlich auch ohne Düse erstmal einbauen, wenn Sie noch nicht wissen, welche Sie an der Stelle benutzen möchten. Das können Sie dann später nachholen im eingebauten Zustand. Also die 4 Düsen vergleichbar dann mit Gardena S80. Beide Systeme haben diese Filter drin. Ja, hier an der Stelle das Äquivalent dazu, der Gardena S80. Die Düsen, die bei Hunter extra gewechselt werden müssen, haben sie bei Gardena alle schon integriert. Die gehen dann auch von 2,50 Meter bis 5 Meter Reichweite. Es gibt natürlich entsprechendes Werkzeug zum Verstellen der Reichweite, aber ich benutze immer diesen Schraubenzieher. Wenn der passend genug ist, reicht das aus, aber Sie können sich auch entsprechend das Werkzeug zulegen. Beide haben einen 1/2 Zoll Anschluss und sind in der Bauhöhe fast identisch. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle, ich benutze für beide Systeme die 1/2 Zoll Fittinge von Gardena. Die muss man nicht extra eindichten, kann man einfach bloß raufschrauben und eine sehr feine Sache. Ja, jetzt kommen wir zum Regner Vergleichstest 1:1 auf unsere Fittinge aufgeschrieben. Schauen wir uns mal gleich bei beiden das Sprühbild an und ja, Sie selber können vergleichen, welches System Sie dann letztendlich benutzen. Ganz kurz in eigener Sache, ich benutze beide Systeme schon seit Jahren. Ja, das kommt immer auf den Kunden und auf die Gegebenheiten des Gartens an. Ja, und welches natürlich am passenden ist. Ich kann Ihnen nur sagen, beide Systeme sind super. Beide gehen auch kaputt, keine Frage. Aber welche Sie benutzen, das müssten Sie letztendlich selber entscheiden. Ein ganz wichtiger Hinweis ist natürlich die Wasserverbrauchsmenge. Gardena braucht fast die doppelte Wasserverbrauchsmenge in der Stunde, wenn Sie bei 90 Grad 270 Liter in der Stunde verbrauchen. Benötigt gerade mal ein Hunter 10A Düsenaufsatz 120, 140 Liter die Stunde. Also beim Kauf sollten Sie darauf schon achten. Ja, ganz wichtig ist natürlich der Preis für den einen oder anderen. Die liegen ungefähr auf demselben Niveau. Bei der Verfügbarkeit ist es schon etwas anders. Wann gehen die Dinger in der Regel kaputt? Samstagabend, Montag geht der Flieger. Gardena bekommen Sie jede Zeit in jedem Ort, in jedem Baumarkt. Bei Hunter, ja, weiß nicht, wie Ihre Bezugsquelle ist. Ja, müssen Sie selbst entscheiden. Wir schauen uns jetzt mal gemeinsam das Sprühbild an. Jetzt hier an der Seite mal geschaut. Wir werden gleich feststellen, wir werden uns das nochmal von oben anschauen und Sie dürfen dann selbst vergleichen. Beide waren natürlich an der gleichen Stelle undicht, aber ist kein Problem, ein bisschen nachgeschraubt und schon ist die Sache wieder behoben. So, das Sprühbild erstmal von der Seite, jetzt von hinten drauf gehalten. Wie Sie sehen, man sieht fast kaum einen Unterschied. Beide Sprühbilder sehr ähnlich und sehr geradlinig, also an beide nichts auszusetzen. Wie gesagt, sie unterscheiden sich lediglich in der Wasserverbrauchsmenge. Ja, jetzt schauen wir uns die ganze Sache mal von oben her an. Wir können uns mal gerne das Sprühbild von oben her anschauen und Sie werden feststellen, auch kein großer Unterschied. Also worauf kommt es eigentlich an? Wo kann ich mir die Geräte kaufen? Wann bekomme ich sie? Wie viel Liter Wasser habe ich zur Verfügung? Benötige ich unbedingt alle 4 Düsen dazu? Und die Bedienung ist die sehr einfach. Bei Gardena alles integriert. Bei Hunter müssen Sie schon ein bisschen mehr Geschick haben. Vom Preislichen sind sie beide gleichwertig. Ja, und kaputt gehen sie beide, kann ich Ihnen
vergewissern. Mehr kann ich Ihnen erstmal dazu nicht sagen. Vergleichen Sie am Sprühbild und kaufen sich entsprechend diese oder jene. Ich verbaue seit vielen Jahren beide Systeme. Ich berate den Kunden auf die eine oder andere Art. Was ist Vorteil, was ist Nachteil? Wo bekommst du diese auch in einer Phase, wo du mal ganz dringend einen benötigst? Ja, und letztendlich entscheidet der Kunde darüber. Sie bekommen natürlich selbstverständlich beide Systeme bei mir im Shop zu kaufen. Den S80, aber auch die ganzen Hunter Pro Spray Düsen. Ja, dann darf ich wohl noch mich verabschieden. Und das war der Teil 1. Beim nächsten Teil vergleichen wir dann den T100 und da wird es schon etwas prickliger. Eine Bitte habe ich noch. Lassen Sie einen Daumen nach oben da, abonnieren Sie meinen Kanal und Sie erfahren auch im zweiten und im dritten und vierten Teil die Vergleiche Gardena mit Hunter. Also, schönen Tag noch und bis bald.